Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Hier sehen wir Hippocampus commes, auf Deutsch Tigerschwanz-Seepferdchen, auf dem Grund, weil sie am Schwanz hinten lauter so Streifen hat, darum Tigerschwanz-Seepferdchen. Wir haben die jetzt auch schon in der zweiten Generation und wird auch im Bestand bleiben für die Zukunft. Unsere Tigerschwanz-Seepferdchen sind komplett futterfest, das heißt, sie brauchen kein Lebendfutter mehr. Man kann sie ganz normal mit dem herkömmlichen Frostfutter, was man so im Fischhandel zum Kaufen bekommt, einfach füttern. Von der Zucht her ist wie alle Seepferdchen, wenn man gewisse Regeln einhält, finde ich auch persönlich, ist die Zucht nicht gerade schwer. Also wir sehen hier im Hintergrund unsere zweite Seepferdchenart, das ist Hippocampus erectus. Wenn man genau schaut, sieht man so dezente Linien am Körper, also am Bauch sozusagen vom Seepferdchen. Darum sagt man auf Deutsch Linienseepferdchen dazu. Das Besondere, wir haben es jetzt schon in der zweiten Generation, also die hier sind von der zweiten Generation, wir züchten sie aber schon in der dritten Generation mittlerweile. Also das Besondere bei diesen Linienseepferdchen ist eigentlich, dass man sie meiner Meinung nach sogar gegen jede Aussage relativ einfach halten kann. Man kann sie relativ einfach nachzüchten, wenn man gewisse Regeln einhält. Wir sehen hier im Hintergrund, das ist eine Art Spezialaquarium. Das ist gleichzeitig auch das Aquarium, wo wir die Jungen aufziehen. Und der Trick bei dem Ganzen ist einfach, dass die Zuleitung im Aquarium am Boden herrscht und dort auch so eine Art Kreiselbewegung entsteht. Hat den Vorteil bei den adulten, also erwachsenen Seepferdchen, dass das Futtermittel vom Boden immer wieder in Schwebe kommt. Aber auch wenn man jetzt junge Seepferdchen drin hält, dass auch diese permanent in Schwebe gehalten werden und auch das Futter. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, Seepferdchen zu halten. Also wir haben hier uns von unseren Linienseepferdchen die dritte Generation, also die jüngsten. Die sind jetzt ein halbes Jahr alt, kann man sagen. Und man sieht da wiederum, das ist wiederum ein modifiziertes Becken. Wiederum im unteren Bereich die Strömung, dass also die Futterreste und die Kotreste vom Boden weggehen. Dass das eigentlich immer ein sauberes Milieu ist und dann funktioniert das. Das hat sich gezeigt, einfach, dass wenn man Seepferdchen einfach auf einen neutralen Boden hält, dass einfach die Keimbelastung geringer ist und das für die Gesundheit der Seepferdchen sehr von Vorteil ist. Es kann dann schon sein, wenn ich jetzt einen Sand drin habe und einen Kies, dass da drin Futterreste hängen bleiben, die vergammeln dann entstehen Keime und nachdem Seepferdchen immer am Boden irgendwo Kontakt suchen, kann das sein, dass auch diese bösen Keime unter Anführungszeichen auf das Seepferdchen überspringen. Und Seepferdchen haben generell ein sehr knöchriges Gewebe und wenn diese Keime dann durch irgendeine Verletzung eintritt und es kommt zu Entzündungen, dann entstehen Gase und dann ist das so das bekannte Aufschwimmen von Seepferdchen, wenn man einfach diese Gase von den Entzündungsherden einfach nicht mehr rausbekommt aus dem Gewebe. Und darum hat sich das herauskristallisiert, dass das einfach besser ist. Einfach neutral, dann geht es einfacher zum Saubermachen und die Seepferdchen sind auch glücklicher.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.